Das wäre tief in die Tasche gegriffen, was? Macht doch nicht. Was macht ihr denn da? Was ist denn das? Was? Ein Parteiantrag? Doris! In welche Partei will sie denn eintreten? Gibt ja nur eine hier. Und meine Tochter in die Partei? Gibt's doch nicht. Niemals, du. Aus dir soll wohl auch nicht werden, oder wie? Jörg ist doch auch in der Partei. Aus wem ist denn was nicht geworden? Was? Du, was? Erzähl doch mal. Ist aus mir nicht geworden? Du musst aber wissen, das kommunistische Manifest ist kein Fest. Das weiß ich doch. Wie, das Manifest ist Pass kein mal auf, Fest. jetzt lass mal schön deine Schwester in Ruhe, ja? Und sorg mal, dass du morgen in der Schule Ja sagst. Mama, ich gehe doch nicht 3 Jahre zur Armee. Ach nee, da willst du wohl ohne in Moskau studieren, oder wie? Ach, der soll in Moskau studieren. Wird ja immer besser. Mit dem Zeugnis, ja? Was? Studieren in der Russei? Der Junge gehört nach Oxford oder an die Sorbonne. Zum Imam geht man doch nur mit der MP in der Faust oder mit der Kugel am Bein. Weißt du, was du bist, Heinz? Du bist ein Revanchist und Scharfmacher. Was soll aus euch denn mal werden, wenn ich mal nicht mehr da bin? Wo willst du denn hin? Dich. Ja, wo will sie denn hin? Hier kommt doch überhaupt keiner raus. Wer kommt hier nicht raus? Wir kommen überall hin, nach Thüringen, überall. Auf dem Mond. Wer war denn als erster auf dem Mond? Ne? Die Kamera. Der Hund, Mensch! Der Hund. Der Hund, der ist aber unter Niveau jetzt. Und Sie sind also aus dem imperialistischen Ausland? Wie bitte? Ausland? Ausland? Aus Deutschland? Das habe ich dir doch vorhin erklärt. War das alle Deutschland? Wir sind ja alle Deutsche. Nein, das hast du so nicht gesagt. Gibt solche und solche. Aber nur Deutsche. Also, Herr Ehrenreich, Sie wollen für 3 Jahre in der Nationalen Volksarmee dienen. Ja. Ist doch klar, Micha. In solchen Momenten ist man schrecklich allein. Ja, na klar. Wenn sich der Detlef wieder beruhigt hat, dann kann er auch wieder im Unterricht teilnehmen. So, und jetzt zeigt uns Jennifer mal, wo überall auf der Welt es den Kindern schlecht geht. Jennifer, zeig uns das mal. Amerika, Ja, Frankreich und Skandinavien. ja. Wir müssen einfach lernen, die Frauen anzuquatschen. Ja, lass mal Chef ran. Das Ganzes wissen wir. Ich bin ja noch zu jung. Entschuldigen Sie, junge Frau, können Sie mich... Was? Sie meinen die Ostsee oder Hohe Tatra vielleicht? Ich meine, ich hab's geschafft. 1, 2, 3, sagt der Bagger mit der am Wochenende seine Geige vom Schrank. 1, 2, 3, sagt der Bagger für Willi, und hört man ihn mal nicht, wundert Willi wohl krank. Sagt euch mal, wie es ist. Heute ist bei uns in der Schule Disco. Und meine Kumpels, also meine Freundin da drüben. Was ist denn hier die Sonderallee Nummer 1? Ich kenne mich hier eigentlich gar nicht so gut aus. Obwohl, hier ist doch die Sonnenallee. Hier ist die Nummer 17, dann müsste die Nummer... Ich hab mich doch von dir nicht verarscht. Also, und meine Kumpels, die wollen... Willst du an hier ran und weißt nicht, was du sagen sollst? Und so hat nun der Baggerführer Willi erstens seinen Bagger für die Probe kam, zweitens seine Geige für die Hüllen. Eine Sibylle, bitte. Wird so schnell da eine Leidenschaft. Naja, Was hast du gesagt? was man so sagt. Aber mitkommen zur Disco kommt sie auch nicht. Sie hat keine Zeit. Dann haben wir mal eine Chance. Micha. Micha. Spar mich auf. Doch morgen sagt er ganz, ich hab schon 1, 2, 3. Wieder die ollen Schabracken aus der Schule. Riesenstimmung hier. Das ist doch Arschmusik hier. Da hättest du ja was von dir mitbringen können. Heute musst du sie klar machen. Deine Brille. Tanz mal. Wie bitte? Hast du Lust zu tanzen?
Naja, siehst du doch. Wir rauchen gerade. Because you are my dream come true. No, don't turn around. Can you be my lovely angel and never go? Immerhin hat er es versucht. Dieser scheiß Kroske was von Stones gespielt hätte, dann hätte es bestimmt geklappt. Kennzeichen RES 53A. Das ist wohl meiner. Mitkommen zur Personalienüberprüfung. Kommen Sie jetzt oder nicht mit? Wer hat den Klassenfeind in unsere Schule gelassen? Entfernen Sie sofort das Kfz! Euch ist da richtig was los im Osten. Also bis zum nächsten Mal. Die Miriam war's. Das sehe ich selber. Bitte! Ciao, Bella. Sie werden uns bei der nächsten FDJ-Wahl einen selbstkritischen Beitrag leisten. Puh. Miriam und der Westler. Kuss ist gar kein Ausdruck. Mir ist ganz schwindelig. Ich brauche eine Chance. Herrlich. Meine Kleinen haben schon für 130 Mark Sekundärrohstoffe gesammelt. Ja, und meine Großen schon für über 200. Ja, dann haben wir den Solidaritätsbeitrag schon zusammen. Hier, ich habe noch eine Sonnenblume für Angela Davis gemacht. Ach, das hast du sehr schön. Meine Großen sind mächtig stolz auf euch. Und denk nur an die vielen Sonnenblumen, die emsig überall im Land gesammelt werden. Damit trauen wir die Jugendfreundin Angela Davis bestimmt raus. Die Amis zittert. Ich hab mal so eine Agitprop auf den Nagel. Mann, komm, Koske. Achtung, sie kommt! Freundschaft! Na, was ist das immer für ein Durcheinander? Hm? Wir sind doch hier nicht im Bundestag. Also, unser heutiges Thema ist... Danke, Franziska. Die Partei ist die Vorhaut der Arbeiterklasse. Wer war das? Franziska? Ich glaube, der Mario war's. So, natürlich. Es ist traurig, Mario.
Wie Sie dem Klassenfeind das Wort reden. Meine Chance. Keine Achtung haben vor den Errungenschaften unseres Volkes. Das unter Führung der Arbeiterklasse. Ja, bitte, Micha. Wie sehen Sie das? Ich wollte nur sagen, ich war's. Sie? Da bin ich aber enttäuscht. Auch Micha hat seine Strafe verdient. Oder, Jugendfreunde, das wäre doch gerecht. Ich könnte ja einen selbstkritischen Vortrag zu den nächsten FDJ-Wahlen halten. Das ist eine sinnvolle Strafe. Obwohl es ja eigentlich eine Ehre ist. Mario, Sie sind rehabilitiert. Mein Kamin! Wo soll ich dich jetzt suchen? Mein Kamin! Ich übe meine Rede für die FDJ-Wahl. Alles für Miriam. Sabines neuer Freund. Er ist beim Theater. Ernst darin. Wer ist denn Ernst? Och, bitte. Ja, du spielst die Lucille an der Schauspielschule vor. Da kannst du nicht, Schauspielerei, das ist kein Spaß. Das muss man ernsthaft betreiben. Also musst du eine richtig schwere Krankheit haben, dann kriegst du das Telefon. Oder eine Eingabe. Zucker müsste man haben. Zucker, kein Problem, kein Schmuggeln. Diabetes meinen sie doch. Dann kann ich nicht schmuggeln. Liebe FDJlerinnen und FDJler. Die gewachsene Rolle der Schriften, der Bedeutung der Partei der Arbeiter. Oder Kinderlähmung, wie die Meißner, die hat Telefon. Unser Nachbar, der ist bei der Stasi, der hat auch Telefon. Woher weißt du denn, dass er bei der Stasi ist? Na, weil er doch Telefon hat. Warum hängt er denn die Fahne nicht raus? Ja, weil er doch bei der Stasi ist. Aber ihr hängt doch die Fahne raus. Ja, weil er doch bei der Stasi ist. Was soll man denn machen, wenn er bei der Stasi ist? Dann müsste er die Fahne raushängen, oder? Ja, sag ich doch. Partei der Arbeiter. Arbeiterklasse der Partei. Machst du mal eine Zäsur, bitte. Du musst das machen wie Saint-Just, der ist auch aus Downtowns tot. Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut nicht wohl vertragen. Oder Brutus, Cäsar. Römer! Mitbürger! Freunde! Das ist natürlich hier nicht die richtige Akustik, oder? Liebe FDJler und... Was siehst du denn aus? Wieso? Wie siehst du denn aus? Wie sieht er denn aus? Und du, wie siehst du aus? Das ist nur ein Versuch. Sei froh, dass du noch so zu sehen bekommst, denn so alt wie sie aussieht, wird sie bestimmt nicht. So, Asbest, hier ist überall Asbest. Alles Asbest. Das war das, was ich zur Weltrevolution zu sagen hatte. Und nun noch etwas Persönliches. Ja, auch eine FDJlerin muss ihren Stolz haben. Eins jedenfalls weiß ich. Hätte ich einen Freund. Ich habe aber gar keinen. Und würde er dann 3 Jahre zur Armee gehen, dann würde ich ihm auch 3 Jahre lang treu bleiben. Das gelobe ich. Wir danken unserer Jugendfreundin Miriam Sommer für diesen selbstkritischen Beitrag. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere dazu eine Frage hat. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe Lenin angegriffen. Und die Partei. Und die Arbeiterklasse. In aller Öffentlichkeit natürlich, klar. Da kriegst du Schwierigkeiten. Wir haben heute einen Gast aus der Sozialistischen Volksrepublik Vietnam, Linh Beng, mit einem Beitrag über den amerikanischen Aggressor. Chào chị. Chào chị. Chào chị. Guten Tag, Pionierfreund und Genossinnen. Ich bin gut Deutsche, alle in Vietnamesisch. Kính chào quý vị